diesen neuen Tag. We ask that this day will not be in vain. Wir bitten, dass dieser Tag nicht umsonst sein möge. We this day choose to serve you with heart, mind and strength. Sondern dass wir an diesem Tag die Entscheidung treffen, dir mit unserem Herzen, mit unserem Verstand und unserer Kraft zu dienen. Pray that you plant the seed in our heart. Bitte, dass du den Samen in unser Herzen pflanzt And it may produce much fruit. und dass er viel Frucht hervorbringt. So I ask that you may help us now to grasp the things that you present. Und ich bitte, dass du uns jetzt hilfst, dass wir die Dinge ergreifen können, die du uns vorträgst. First Brother Mark is leading out. Bitte segne Bruder Mark, wenn er jetzt die Klasse anleitet. Also Brother Lawrence when he Auch Bruder Lorenz, wenn er übersetzt. bless us here and those who are watching. Und bitte segne auch uns hier und diejenigen, die zuschauen. Let help that the devil is not allowed to interrupt. Und bitte hilf, dass der Teufel nicht die Erlaubnis bekommt, hier zu stören. That you may fill this room with your holy presence. Und dass du diesen Raum hier mit deiner heiligen Gegenwart füllst. So we ask you and thank you for all this in Jesus' name. Und so bitten und danken wir für all das in Jesu Namen. Amen. Okay, that returns to the book of Jonah. We're going to look at the book of Jonah this morning. Lass uns zum Buch Jona gehen. Well, I've put my notes, but just give me 1 sec. There it is. Right, I didn't get time to translate everything, but I'll just send them things one at a time. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, noch alles zu übersetzen, aber ich werde jetzt einfach dem anderen einfach schicken von den Zitaten. Okay, let's let me just get there. Let's look at this quote that I've posted here. Lass uns das Zitat anschauen, das ich jetzt gerade hier gepostet habe. What I want us to understand this morning, in light of the book of Jonah. Und was ich heute Morgen hier im Licht vom Buch Jona anschauen möchte. So we've been looking at this. Reparations of both the external and the internal. Da haben wir uns ja diese Reparationszahlungen angeschaut, sowohl die extern erstattet werden als auch intern. So right here, the time of peace, you know, some freedoms will be gained, and the time of peace basically marks the point where you gain those freedoms. Also hier, wenn diese Zeit des Friedens anfängt, dann wirst du diese Freiheiten dann bekommen. For some people, they're gaining freedom from sin. From other people, they're gaining freedom physically. Einige werden Freiheit von Sünde dort erhalten, andere werden nur diese physische Freiheit dort bekommen. But we understand that the time of peace is a time where God's people to use that time where those freedoms are to take a message both externally and internally. Und wir verstehen aber, dass in dieser Zeit des Friedens ist ja dann
diese Zeit ist, wo Gottes Volk diese Freiheiten dann benutzen soll, um die Botschaft sowohl extern als auch intern dann zu verbreiten. Now, we read that historically the work that they were meant to do for those southern black slaves, they failed to do it. Wir haben ja gelesen, dass historisch gesehen die Adventisten damals das Werk, was sie an sich für die Schwarzen in den Südstaaten tun sollten, nicht getan haben. And she also paralleled that to another failed work, which was the work in the cities. Und sie setzt das dann auch noch parallel zu einem anderen Werk, was nicht so getan worden ist, nämlich das Werk in den Städten. Okay, and we can see prophetically they're both representing that same work. Wir können prophetisch sehen, dass es letztendlich beides dasselbe Werk repräsentiert. So, let's read this first quote. Lass uns dieses erste Zitat jetzt hier lesen. It says, "The work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis, under most discouraging, forbidding circumstances. The warnings that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from enemies of the faith. And at that time the superficial conservative class, whose influence has steadily retarded the progress of the work, will renounce the faith and take their stand with its avowed enemies, toward whom their sympathies have long been tending. These apostates will then manifest the most bitter enmity, doing all in their power to oppress and malign their former brethren, and to excite indignation against them. The day is just before us. The members of the church will individually be tested and proved. They will be placed in circumstances where they will be forced to bear witness for the truth. Many will be called to speak before councils and in courts of justice, perhaps separately and alone. The experience which would have helped them in this emergency they have neglected to obtain, and their souls are burdened with remorse for wasted opportunities and neglected privileges." Okay, so where is it that your former brethren turn on you and deliver you up before councils and courts, etc.? Wo ist es auf einer Linie, wo deine ehemaligen Brüder sich gegen dich wenden und dann dich den Richtern und Behörden und so weiter ausliefern? Yeah. Okay, that's true. But what I want to say is at the end of the time of peace, right? Also Mitternachtszufall. Ja, das ist richtig, aber worauf ich hinaus wollte, ist es am Ende der Zeit des Friedens. You can see here, because it's not always I mean, at the end of this time of peace, in some sense, the same attributes will happen. But I would agree that specifically this is speaking about here, right? It's this final test that you're going to be put through. Zwar hier zum Beispiel, wenn man hier am Ende der Zeit des Friedens kommt, dann sind da die Aspekte auch zu sehen, aber ich würde zustimmen, dass es ganz besonders dann am Ende dieser kleinen Zeit des Friedens ist, am Mitternachtsruf, wo das dann im finalen Test der Fall sein wird. Okay, that would be right here, right? Das wäre ja dann genau hier. Okay, so what's it talking about was failed to be done here? Und worüber spricht das hier? Was wurde hier nicht getan in dieser Zeit? So just like, because when you come to the end here, right? Das Werk wurde hier nicht getan. Because this is the US Civil War, right? Wenn man das nochmal anschaut, das ist ja hier der US-Bürgerkrieg. And it's the 400 years captivity in Egypt. Das ist auch die 400-jährige Gefangenschaft in Ägypten. And at the end of it, there's a work to do. Und am Ende davon gibt es dann ein Werk, was zu tun ist. And it shows us historically that work was, they failed to do that work. Und es zeigt uns historisch gesehen, dass sie in dieser Zeit dieses Werk nicht getan haben. Now, Sister White tells us those things are chronicled, that we don't repeat those same mistakes. Ellen White sagt, diese Dinge sind ja aufgezeichnet worden, damit wir nicht dieselben Fehler begehen. But this quote tells us quite clearly that somehow we're going to fail to do that. And that doesn't mean every individual, but it means as a collective. Und dieses Zitat aber hier sagt uns schon, dass wir als Gemeinschaft dieses Werk wieder nicht tun werden, was wir nicht tun sollten.
Das heißt jetzt nicht, dass nicht manche Individuen das Werk schon tun, aber als Gemeinschaft werden wir es leider nicht tun. So this work, right, to go to those people says the work what the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis. Das Right? sagt er dann hier. Here's the crisis. Right? Der erste Satz haben wir nochmal gelesen bei dem Zitat. Dass das Werk dann in einer schrecklichen Krise nachgeholt werden muss. Right? Have we followed so far? Right? Kann jeder folgen soweit. Okay, let me just go back to my. So now I want to post this quote. Now this quote was we already had this. I'll just post Und ich möchte jetzt hier nochmal ein Zitat posten, das hatten wir schon mal gepostet. together. Stopcheck kommt noch. Okay. As soon as that's up, we can move down. Is it there now? Yes. Okay. It says, now we've read this quote a couple of times, and this is to do with this work that they failed to do right here. Also wir haben das Zitat bereits schon öfters mal jetzt gelesen in den letzten Tagen. Das ist dieses Werk in dem Südfeld, was sie hier tun sollten. It says, I have a message to bear in regard to the southern field. We have a great work to do in this field. Its condition is a condemnation to our professed Christianity. Look at its destitution of ministers, teachers, and medical missionaries. Consider the ignorance, the poverty, the misery, the distress of many people. And yet this field lies close at our doors. How selfish, how inattentive we have been to our neighbours. We have heartlessly passed them by, doing little to relieve their sufferings. If the gospel commission had been studied and obeyed by our people, the South would have received its proportionate share of ministry. If those who have received the light had walked in the light, they would have realized that upon them rested the responsibility of cultivating this long neglected portion of the vineyard. God is calling upon his people to give him of the means that he has entrusted to them in order that institutions may be established in the destitute fields that are ripe for the harvest. He calls upon those who have money in the banks to put it into circulation by giving of our substance to sustain God's work. We show in a practical manner that we love him supremely and our neighbour as ourselves. Let schools and sanitariums now be established in many places in the southern states. So what's the work that's to be done in this time? Also wir haben jetzt auch den zweiten Absatz gelesen, also was ist das Werk, oder den dritten Absatz sogar, was ist das Werk, was hier in dieser Zeit hier getan werden muss? It says, let schools and sanitariums now be established, right? Also Beginn des dritten Absatzes sagt es, lasst Schulen und Sanatorien nun etabliert werden oder aufgebaut werden. Let centers of influence be made in many of the southern cities by the opening of food stores and vegetarian restaurants. Let there also be facilities for the manufacture of simple, inexpensive health food. But let not selfish, worldly policy be brought into the work, for God forbids this. Now, so you can see the work consists of setting up schools, sanitariums, restaurants and health food shops, right? Sie sehen also, das Werk besteht darin, Schulen, Sanatorien, Lebensmittelgeschäfte und vegetarische Restaurants aufzubauen. But then he says, but, right? Und dann sagt sie hier, aber. Okay? But let not selfish, worldly policy be brought into the work, for God forbids this. Aber lasst keine egoistische, weltliche Politik in die Arbeit einfließen, denn Gott verbietet dies. What is God forbidding? Was verbietet Gott? Selfish, worldly policy, right? Egoistische oder selbstsüchtige weltliche Politik. So we're going to write that down. God forbids. Das Wort Policy im Englischen ist nicht unbedingt Politik, sondern es ist eher so Handhabung oder Führungsweise von diesen Yes, Einrichtungen. it's worldly
ideas of how to do things, right? Das ist eine weltliche Idee, wie man Sachen umzusetzen hat. Okay, so this work was neglected, right? But she's telling what the work is, and God forbids this to come into the work, right? Also dieses Werk war damals hier vernachlässigt und sie sagt ganz klar nochmal, was das Werk eigentlich sein soll. Aber sie sagt auch, das hier ist dann verboten im Zusammenhang mit diesem Werk. Okay, next quote. Nächstes Zitat. You speak of the work that should be done in America, but which is undone. I wish to speak of these neglected fields as they are presented to me. I wish to speak not merely in behalf of the southern field, but in behalf of the large cities, whose neglected, unwarned condition is a condemnation to our people. So, you can see prophetically speaking, it's talking about the large cities of the world being warned, right? Spricht hier also jetzt prophetisch gesehen über die großen Städte der Welt, die gewarnt werden sollen. And that work was also, like the southern fields, neglected. Und dieses Werk wurde genauso wie das Werk in den Südstaaten vernachlässigt. So you can see when you read the very first quote we read, the work that we fail to do in a time of peace will be this work of warning the cities, warning those people that have come out of slavery. We have this little time of peace, and we're going to fail to do that work. Also deswegen können wir sehen, das Werk letztendlich, was wir in der Zeit des Friedens nicht getan haben, wird also dieses Werk hier sein, auch die Leute in den Städten zu warnen, die gerade aus ihrer Sklaverei rausgekommen sind. And I want to put it to you that we're going to fail as a movement to do that work because selfish worldly policy will get brought into the work. Und ich möchte euch schon mal vorweg sagen, dass wir deswegen dieses Werk hier nicht tun werden, weil hier selbstsüchtige weltliche Führungsweise in das Werk reinkommen wird. Okay, let's turn to the book of Jonah. Gehen wir jetzt zum Buch Jona. And Scott, do you want to read verses 1 and 2 for us, please? Lesen wir die Verse 1 bis 2. Mhm. Genau. And the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. So, we've always tried to understand who Jonah was, right? Wir haben immer versucht herauszufinden, wer Jona eigentlich ist. I mean in the sense that we know Jonah is somebody that is a Christian, right? Also in dem Sinne, wir wissen natürlich, dass Jona einen Christen repräsentiert. Okay, and that's not the issue, but it's understanding which which group he belongs to and when, right? Also das war niemals die Frage, sondern es war vielmehr die Frage immer, zu welcher Gruppe von Adventisten gehört er und wo ist er auf der Linie zu platzieren. So, what I want to suggest is that Jonah, right, represents those that get anointed right here and they're now sent to Nineveh, right? Ich möchte jetzt vorschlagen, dass Jona also diejenigen hier repräsentiert oder einen Teil von denjenigen repräsentiert, die hier gesalbt werden und jetzt zu Nineveh gesandt werden. And Nineveh is that great city, right? Nineveh ist ja diese große Stadt. And that great city is Babylon. Und diese große Stadt ist Babylon. And Babylon is Egypt, right? That is the same entity. Und Babylon ist auch Ägypten, es ist dieselbe Macht. And he's told to cry against it because their wickedness is come up before the Lord. Also ihm wird gesagt, er soll gegen sie rufen, weil die Gottlosigkeit vor dem Herrn gekommen ist. So let's read this quote that I just posted. Lassen Sie das Zitat jetzt lesen, das jetzt hier gerade gepostet worden ist. It says, in the time of its temporal prosperity, Nineveh was a center of crime and wickedness. Inspiration has characterized it as the bloody city, full of lies and robbery. What's it full of? Wovon ist es voll? Lies and robbery. Also Lügen und Diebstahl. Now, we know that the 10 kings represent one nation.
Wir wissen, dass die 10 Könige eine Nation repräsentieren. And we know that a city is also a symbol of a nation, right? Wir wissen auch, dass eine Stadt ein Symbol einer Nation ist. So it's basically pointed to the whole world is full of lies and robbery. Also es weist also letztendlich auf die gesamte Welt hin, die voller Lüg und Raub ist. It says in figurative language, the prophet Nahum compared the Ninevites to a cruel and ravenous lion, upon whom he inquired, hath not thy wickedness passed continually? So, who is a cruel and proud oppressor? Wer ist ein grausamer und stolzer Unterdrücker? Yeah, Nebuchadnezzar when he sets up the Sunday law. Right? Nebukadnezar, wenn er das unter das Gesetz aufrichtet. Right? He was a cruel and proud oppressor. And what's the symbol of an animal for Nebuchadnezzar? Welches Symbol ist da verwendet für Nebukadnezar? Welches Tier? A lion, Ein right? Löwe. Okay, so it says that Nineveh was a cruel and ravenous lion. Right? Steht ja auch, Nineveh war ein grausamer und raubgieriger Löwe. So if we turn to the book of Nahum, just keep your place in Jonah and we'll come back. Haltet eure Finger bitte hier in Jona, gehen wir jetzt zum Buch Nahum. And go to chapter 3. Nahum, Kapitel 3. And if we read verses 1 to 4, Maris, if you want to read that for us, please. Nahum 3, Verse 1 bis 4. Woe to the bloody city! It is all full of lies and robbery. The prey departed not, the noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, and of the prancing horses, and of the jumping chariots. The horsemen lifted above the bright sword and the glittering spear. And there is a multitude of slain, and a great number of carcasses, and there is none end of their corpses. They stumble upon their corpses, because of the multitude of the whoredoms of the well-favored harlot, the mistress of witchcrafts, that saileth nations through her whoredoms and families through her witchcrafts. Okay, when you read this then, who is it clearly pointed to? Wenn du diese Verse liest, auf wen weist das sehr deutlich hin? Just look at the symbols. Who is the mistress of witchcrafts? Who is the whore? Wer ist hier diese Hure und diese Mistress, diese Zauberin hier? So diese Revelation 17 Meisterin talks der about Zauber. many things, but I'm asking the question: who the papacy, right? Das Papsttum. We know that Tyre, Nineveh, Babylon, they all point to the papacy. Das sind Babylon, Tyrus, sie weisen alle auf das Papsttum hin. Right? So, because if you just go to Revelation 18, Wenn wir zur Offenbarung 18 gehen, yes, verse 23, 18, Vers 23. it says, "And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and the bride shall be heard no more at all in thee, for thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived." Who does sorcery? Also wer treibt Zauberei? Who commits sorcery? A witch, Eine Hexe. right? So this is this mistress of witchcrafts, right? She's this whore, right? Also sie ist diese Hexe, Hexenmeisterin, diese Hure. Right? And Revelation 18 is talking about the punishment upon this great whore, right? Offenbarung 18 spricht er dann von diesem Gericht über diese große Hure. And just let's go to this next quote. Lass uns jetzt zum nächsten Zitat kommen. So now remember what happens to that great whore right here. Und denkt an, was passiert mit der großen Hure hier?
she gets punished, right? Sie wird bestraft, And richtig? she's forgotten for this 70 years, Sie gerät dann hier für diese 70 Jahre in Vergessenheit. right? And it's at the end of the 70 years she's going to be remembered. Und es ist am Ende der 70 Jahre, dass sie in Erinnerung gebracht wird. So the kings of the earth, the Republicans and the Democrats, their mind right here is no longer on this woman, but we'll get back here, it's back up on their minds again, right? Und die Könige der Erde, die sind nicht mehr länger unter der Kontrolle der Frau hier. Und hier kommt sie aber wieder zurück auf ihren Verstand. Okay, next quote. Nächstes Zitat. It says, "Yet Nineveh, wicked though it had become, was not wholly given over to evil. He who beholdeth all the sons of men, and seeth every precious thing, perceived in that city many who were reaching out after something better and higher, and who, if granted opportunity to learn of the living God, would put away their evil deeds and worship him." Now, what was the purpose of Moses when the children of Israel came out of Egypt? Das war der Sinn und Zweck von Mose, als die Kinder Israels aus Ägypten kamen. Promised land. No, he was to lead them to learn of the true and living God because they had forgotten him, right? Er sollte sie dorthin führen, vom wahren, lebendigen Gott zu lernen, denn sie hatten ja den wahren Gott vergessen. Okay? You can't enter into the promised land unless you know God. Du kannst nicht in das weiße Land eintreten, es sei denn, du kennst Gott. Okay? And it says that when those slaves had been freed from their slavery, the Lord had set his agencies to go to them and to teach them about the true God, to free them from their sin, right? Das hat er auch gesagt über die Sklaven damals, als die freigesetzt worden sind, hatte Gott an sich seine Werkzeuge, die er zu ihnen schicken wollte, um sie letztendlich über den wahren Gott aufzuklären. So it says here about Nineveh, in Nineveh, there are people that, if granted an opportunity to learn of the living God, would put away their evil deeds and worship him. Also es sagt hier dann im Zitat, dass in Nineveh es welche gab, die letztendlich dann ihre bösen Taten ablegen würden und ihn anbeten würden. So it says, "And so in his wisdom God revealed himself to them in an unmistakable manner to lead them, if possible, to repentance. The instrument chosen for this work was the prophet Jonah, the son of Amittai. To him came the word of the Lord, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me." So what's giving Jonah now the opportunity to go cry in Nineveh? Also was gibt jetzt Jona die Möglichkeit, nach Nineveh zu gehen und dort zu rufen? You're not really listening to what I'm asking. What is giving Jonah the opportunity? We're studying prophecy, line upon line. Bring all the things together. What is giving Jonah the opportunity to go and preach to them? Also was ist Linie auf Linie gesehen, was gibt dem Jona jetzt diese Möglichkeit, vorwärts zu gehen und zu den Nineviten zu predigen? Yes, the time of peace, right? Die Zeit des Friedens. That's when Moses was now to lead the children of Israel out of Egypt. That's when the Seventh-day Adventists were to go to these black people and teach them about God, right? Das war ja die Zeit, wo Mose jetzt die Israeliten über Gott lehren konnte, als sie aus Ägypten rauskamen. Und das war auch der Moment, wo jetzt die 7. Tags-Adventisten die Schwarzen lehren sollten. Okay? And it's telling us that that work was a failed work. Und es sagt uns ja, dass dieses Werk ein gescheitertes Werk war. Okay? So, what about Jonah? Was war mit Jona? Did Jonah fail to do this work that was set before him by the Lord? Hat Jona darin versagt, das Werk zu tun, was vom Herrn ihm vorgesetzt wurde? Yes, Yeah. right? So, let's go back to Jonah. Now, I want to show you that this time that he's gone forth to do this is a time of peace. Also, lass uns zurück zum Buch Jona gehen und ich möchte euch jetzt zeigen, dass diese Zeit, wo Jona vorwärts ging, um dieses Werk zu tun,
oder eben nicht zu tun, war eine Zeit des Friedens. Okay, so go to Jonah chapter 3 and verse 1. Gehen wir dazu zu Jona 3, Vers 1. Now, God changes not, right? Denn Gott verändert sich ja nicht. Richtig? What is the message? What is the only message that we have to give at the end of the world? Das ist die einzige Botschaft, die wir hier am Ende der Welt zu geben haben. That's a methodology, Margaret. That's not the message. What's the message that we're to give? Was ist die Botschaft, die wir zu geben haben? What's that? The third angel's message, right? Die dreifache Engelsbotschaft, besonders die dritte Engelsbotschaft. Okay, the third angel's message is the message that is to be given at the end of the world, which incorporates the first and second. Die dritte Engelsbotschaft ist die Botschaft, die wir am Ende der Welt zu geben haben, aber sie beinhaltet ja die erste und zweite. So in Jonah 3 and verse 1 it says, Jona 3, Vers 1 sagt es. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Bis Vers 2. So Jonah's now been given another opportunity to do what he didn't do the first time, right? Jona wird jetzt eine neue Möglichkeit eingeräumt, das zu tun, was er beim ersten Mal nicht getan hat. So when you read verse 4, it's going to tell us what the message is that he should have given them the first time, Und right? in Vers 4 kannst du jetzt lesen, was die Botschaft ist, die er eigentlich geben sollte, als er schon das erste Mal berufen worden ist. So it says in verse 4, And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So what's the 40 days a symbol of? Was sind die 40 Tage dann symbolisch gesehen? What's the 40 days a symbol of? Was sind dann die 40 Tage symbolisch gesehen? Many 40 days, but what do they point to Worauf weisen sie hin? in this context? In diesem Kontext. Time of peace, Eine Zeit des Friedens. right? It's the time of peace, right? So what I want to put to you is that comes this time of peace, Jonah's told to go give this message 40 days and then comes judgment, but he doesn't do it, right? Also, ihm wurde ja gesagt, you mean at the first time when he was called. Yes, that's Also what das erste Mal, als er berufen worden ist, sollte er an sich ja diese Botschaft hier geben, 40 Tage und dann kommt das Gericht. Okay, and he doesn't do it. So the Und er second time it macht comes es to aber him, now he does, he gives that message. Aber das zweite Mal, wo es dann zu ihm kommt, dann macht er das und gibt die Botschaft. Okay, so we'll come to that. But the point is that this 40 is marking this time. That's when he's meant to give the message, right? Der Punkt ist, die 40 markiert hier diese Zeit, wo er an sich das erste Mal die Botschaft geben sollte. But so what did he do instead of doing that? Und was tut er dann, anstatt dass er die Botschaft gegeben hat? Go back to chapter 1 Gehen wir zurück zu Kapitel 1. and verse 3. Kapitel 1, Vers 3. It says, But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Right? So Vers 3. instead of doing that work, Jonah gets on this ship going to Tarshish. Also anstatt dass er dieses Werk tut, geht Jona auf dieses Schiff und fliegt nach Tarsis. Now, we will look at what that represents in a moment. Und wir werden gleich anschauen, was das darstellt. But let us read verses 4 to 6. Nick, if you want to read that for us, please. Verse 4 bis 6 lesen. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the waves that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. Is
be that God will think upon us that we perish not. Okay, so Jonah gets on this Vers 6. ship going to Tarshish, right? And then you have this illustration that Jonah goes to sleep, and then there's these other group of people on that boat, these mariners, who begin to fear because this storm comes, right? Also Jona geht auf dieses Schiff, um nach Tarsis zu flüchten, und er fällt dann aber dort in den Schlaf. Und dann haben wir aber noch diese anderen Seeleute, die auf diesem Schiff sind, So what I want us to die see is dann that Angst bekommen wegen diesem Sturm. there's a contrast from the time of peace when he gets on the boat, and it leads you down to this time of crisis, right? Wie wir sehen, also hier ist so ein Kontrast dass von der Zeit des Friedens, wo er aufs Boot ging, und dann kommt es aber zu dieser Zeit der Krise. So in the time of peace, Jonah is on a ship to Tarshish. Also in der Zeit des Friedens ist Jona auf einem Schiff nach Tarsis. But then what the Lord does, he brings this great storm, right? This that brings a crisis upon this ship. Aber was der Herr dann macht, er bringt den großen Sturm, er bringt eine Krise über dieses Schiff. So you can see that it goes from a time of peace, now it's bringing you to this time of trouble, this crisis, right? Sie können also sehen, es geht von einer Zeit des Friedens über zu dieser Zeit der Krise hier, wenn der Sturm kommt. Okay, so it says a work that we fail to do in a time of peace, we're going to have to do in a terrible crisis, Das right? sagt ja ein Werk, das wir in der Zeit des Friedens vernachlässigt haben zu tun, müssen wir jetzt in einer schrecklichen Krise durchführen. And it says God forbids selfish, worldly policy, Und das right? hat er gesagt, dass Gott es verbietet, dass diese selbstsüchtige, weltliche Führungsweise in das Werk kommt. Okay, now just let's go to this next quote from Second Selected Messages. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat von 2 SM 390. And it's talking about the work that God sets to his people. Es spricht über das Werk, das Gott letztendlich seinem Volk vorgibt. There is no need to doubt, to be fearful that the work will not succeed. God is at the head of the work, and he will set everything in order. If matters need adjusting at the head of the work, God will attend to that and work to right every wrong. Let us have faith that God is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into port. So how is the work likened unto? What's it been likened unto here? Und wird das Werk jetzt hier verglichen? A noble ship, right? Einem edlen Schiff. So you can see that there's this ship of Tarshish and then there's this noble ship, and they both represent a work, right? Also wir sehen also einmal hier dieses Tarsis-Schiff und dieses edle Schiff, und beide stellen ein Werk jetzt dar. Okay, I want to show this because Jonah's told to go do a work, but instead he gets on this ship going to Tarshish. Also an sich sollte Jona ja dieses Werk hier tun, auf dieses edle Schiff gehen, aber stattdessen geht er auf dieses Tarsis-Schiff. But I want to show us that Jonah, right, he's somebody that is not guilty really of this work that's taken place. He's a bit sleepy to it when he should have recognized it, right? Ich zeige, dass Jona jetzt nicht so schuldig ist, dieses Werk nicht zu tun. Er ist in dem Sinne ein wenig verschlafen und versteht das nicht wirklich. Firstly, Christ likens himself to Jonah. Right? Zunächst einmal, Christus vergleicht sich ja mit Jona. And he does it elsewhere in the Bible also. Er tut das auch an anderen Stellen. So go to Mark chapter 4, Gehen wir zu Markus 4. verse 36. Markus 4, Vers 36. And we'll see how Christ also here likens himself to Jonah. Und wir werden jetzt sehen, wie auch Christus sich hier mit Jona vergleicht. Because if Jonah had been guilty of doing this forbidden work here, he would have been cast off right here. Right? Wenn Jona hier schuldig wäre, dieses Werk hier zu tun, dann wäre, oder sich an diesem falschen Werk hier zu beteiligen, dann würde er hier ja abgeschnitten werden. Okay, because we know that the midnight cry, all character is going to be revealed. Wir wissen ja, am Mitternachtsruf wird sich jeglicher Charakter offenbaren. Okay. Mark chapter 4, verse 36. Markus 4, Vers 36. Excuse me.
It says, "And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, excuse me, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm." So Das ist Vers 39. you can see that it's a absolute parallel to Jonah, right? Ihr könnt sehen, dass es wirklich eine Parallele zu Jona ist. So you can see on this boat there's two classes, one that's worried about dying, and the other one has perfect peace, right? Sehen, dass es auf dem Boot hier zwei Klassen sind. Die eine, die sorgt sich darum, umzukommen, und die andere hat vollkommen Frieden. Okay, and you can see that the one that goes to sleep, Christ, is a parallel to Jonah, who goes to sleep and gets woken up. Ich kann also sehen, Christus ist also eine Parallele zu Jona, wo beide einschlafen und dann aufgeweckt werden. So according to the parable of the 10 virgins, you get woken up right here, right? Gemäß dem Gleichnis der 10 Jungfrauen wirst du hier ja aufgeweckt. Okay, so you can see that Jonah is a type of Christ in this illustration. Wir können also sehen, wie Jona ein Typus auf Christus ist in dieser Darstellung. And when he gets woken up, right, there's this great storm that's taken place, and then you can see that Christ gives this command, peace be still, and the wind ceased, there was a great calm, right? Wenn er So dann hier jetzt aufgeweckt wird, dann gibt er diesen Befehl, Friede sei still, und dann wird der Wind ruhig. okay, and we will, if you just go to Jonah chapter 1 and verse 15, Wenn wir zu Jona 1, Vers 15 kommen, you see the same parallel, right? sehen wir dieselbe Parallele. It says, "So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging." Right? So Jonah now is they're going to sacrifice him, right? And that's what brings this time of peace. Also Jona, wir werden ihn jetzt hier opfern, und das wird diese Zeit des Friedens herbeiführen. So we know, right, you have this time of peace, then there's this time of trouble. Hier haben wir die Zeit des Friedens und dann hier die Zeit der Trübsal. And then Jonah, he who is, because of his sleepy condition, he doesn't realize what's happened. But this time of trouble that comes here, it wakes him up, and he realizes and he repents. Also Jona ist hier in diesem schläfrigen Zustand, aber jetzt, wenn die Zeit der Trübsal über ihn kommt, erkennt er, was eigentlich die Sache ist, und er fängt an aufzuwachen und Buße zu tun. Okay, we know that he comes face with death right here, right? Und er kommt mit dem Tod hier ins Angesicht. So he gets thrown into the waters, and when he gets thrown into the waters, what happens to him? Und wenn er in die Wasser geworfen wird, was passiert mit ihm? Yeah, but there's a time of peace. That's the point I'm making, right? Christ says, "Peace, be still." The waters cease their raging, and there's a time of peace. Also es ist jetzt eine Zeit des Friedens. Die Wasser hören auf zu wüten. Right? Richtig? You look confused, Christian. Yeah, because for him it's No. Not initially. He gets thrown in the waters. The fish doesn't swallow him up until after he's been... Because, just go and read it. It says, "They took up Jonah and cast him forth in the sea, and the sea ceased from her raging." Vers 15 haben wir nochmal gelesen. Right? Also Jona fällt zuerst ins Wasser und das Meer wird still. Now, the fish doesn't swallow Jonah up till after that period. So there's a period from when he gets thrown into the water and the sea ceases till when he gets swallowed up from the fish. Right? Da gibt es also eine gewisse Zeit, wo nachdem Jona ins Meer geworfen wurde und das Meer sich beruhigt, bis dann der Fisch kommt und ihn verschlingt. Now, just to show you that, right? When he gets swallowed up by the fish, look what it says. Das zeigen, wenn er jetzt vom Fisch verschlungen wird, was sagt es? Verse 3, chapter 2 and verse 3. Kapitel 2, Vers 3, im Deutschen mag es vielleicht Vers 4 sein.
It says, "For thou hast cast me into the deep, into the midst of the seas, and the floods compassed me about, thy billows and thy waves passed over me." Does that sound like it's peace? Hört sich das jetzt nach Frieden an, wo er im Bauch ist? No, right? Nein. So he gets thrown into the sea, there's a time of peace, and then short time after, this fish or this whale comes and swallows Jonah up, and it's marking a time of trouble. Also wird in das Meer geworfen, das markiert eine Zeit des Friedens dann. Aber sobald der Fisch ihn dann verschlingt, markiert es wieder eine Zeit der Trübsal. Right? Richtig? And then you have this time of trouble, this belly experience, right? Und dann haben wir hier eine Zeit der Trübsal, diese Baucherfahrung. What have we put here? Was setzen wir hier hin? For the people that receive the anointing right here, what do they come out of? Die Leute, die hier die Salbung bekommen, woraus kommen sie hervor? They come out of the belly, right? Kommen aus dem Bauch hervor. You can just see it's the same experience, right? Wir sehen, es ist genau dieselbe Erfahrung hier. Okay, so I just want us to see that. But now I want us to go to Ezekiel chapter 27, because we want to look at what this ship that's going to Tarshish represents. Jetzt gehen wir zu Ezekiel 27 und uns anschauen, was dieses Tarsisch-Schiff darstellt. Ezekiel 27 and verse 12. Zu Ezekiel 27, Vers 12. Okay, Christian, would you like to read that for us, please? Tarshish was thy merchant by reason of the multitude of all kind of riches, which silver, iron, tin, and lead. They traded in thy fairs. Okay, so what does it clearly tell us that Tarshish represents right here? Was sagt uns deutlich hier, wen stellt Tarsis dar? It's a merchant, it's to deal with riches, right? Es ist ein Händler, es hat etwas mit Reichtum zu tun. Okay, so what was Judas interested in? Worin war Judas interessiert? Money, right? In Geld. He was covetous. Er war gierig. Okay, go to 2 Chronicles chapter 9 and verse 21. Gehen wir zu 2. Chroniker, Kapitel 9, Vers 21. Second Chronicles chapter 9 and verse 21. 2. Chronik, Kapitel 9, Vers 21. It says, in fact, David, you want to... Oh, no, in fact, it's Lewis. You can read that, verse 21, please. Chapter 9. Yes. For the king's ships went to Tarshish with the servants of Huram. Every 3 years once came the ships of Tarshish bringing gold and silver, ivory and apes and peacocks. Okay, so you have two witnesses there. The ships of Tarshish represent gold and riches and basically all sorts of wares, all sorts of things to do with commerce and finance, etc., etc. Dann haben wir zwei Zeugen jetzt hier, dass die Tarsis-Schiffe letztendlich hier mit Gold und Silber und so weiter verglichen werden. Also sie sind ein Symbol für Kommerz und Finanzgeschichten und so weiter und so fort. So somehow Jonah, instead of going to Nineveh, right, and practicing self-denial, he ends up getting on this wrong ship that's adopting these forbidden policies, right? Also Jonah, der an sich hier auf das richtige Schiff gehen sollte und dieses richtige Werk hier tun sollte, ist irgendwie hier dann, kommt auf den falschen Weg und geht auf dieses falsche Schiff, das diese selbstsüchtige weltliche Führungsweise repräsentiert. But God has mercy upon Jonah, and this time of trouble, when it comes, it wakes him up, and he then become loyal again, and he gets purged of his sin, and he does the work right here, right? Also Which would be this. Jonah kriegt hier aber noch Barmherzigkeit zugerechnet und diese Zeit der Trübsal weckt ihn jetzt auf und
er kommt dann letztendlich aus dem Bauch raus und gibt dann die Botschaft hier, Okay, which would be right here, right? was dann hier wäre. Okay, now go to this next quote Gehen wir zum nächsten Zitat. because it talks about Satan, right? Im nächsten Zitat spricht es nämlich über Satan hier. Because it's talking about Ezekiel chapter 28, Und es spricht über Hesekiel 28. right? Now let's read this carefully. Lass uns das genau lesen. I ask our people to study Ezekiel 28. The representation here made, while it refers primarily to Lucifer, the fallen angel, has yet a broader significance. Not one being, but a general movement is described, and one that we shall witness. A faithful study of this chapter should lead those who are seeking for truth to walk in all the light that God has given to his people, lest they be deceived by the deceptions of these last days. Okay, so speaking primarily about Lucifer, the fallen angel, right? Es spricht hier in erster Linie über Luzifer, den gefallenen Engel. Okay, now we will look at that a bit closer in a minute. Go to the next paragraph. Und nachher noch ein bisschen genauer betrachten gehen wir zum nächsten Absatz. It says, Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus. Now, who's Tyre? Und wer ist Tyrus? Yes, Tyre is the papacy, it's Nineveh, right? Tyrus ist das Papsttum und das ist Nineveh. King of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Now, question. When you come to this chasm right here, what do you see at the other side of the chasm? Frage, wenn du hier kommst, was siehst du auf der anderen Seite der Kluft? Yeah, the garden of God, right? Den Garten Gottes. It's representing the promised land, right? Stellt dieses verheißene Land dar. So it says, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle and gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Right? So, Miller's dream, right? Miller's dream, he gets a key right here, and what does it do? It opens this casket, right? Das Traum, was macht es hier? Es öffnet hier dieses Kästchen. It's the book. The little book is opened, right? Das kleine Büchlein ist jetzt geöffnet. And John is now represents those that have overcome through the blood of the Lamb, and he's able to read the book. Und Johannes steht jetzt diejenigen da, die durch das Blut des Lammes überwunden haben, und er kann das Buch jetzt lesen. And what was the book full of? Und wovon war das Buch voll? Jewels, right? Of every size, right? Voller Juwelen jeglicher Größe. Because we know that the land is linked to this revelation of God that you get right here, right? Wir wissen ja, dass das Land mit dieser Offenbarung Gottes, die du hier erhalten wirst, verknüpft ist. So these jewels of truth that you receive. All diese Juwelen der Wahrheit, die du dort erhältst. It says the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, the gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. So, want to mark this point that, okay, how are we created, Wie werden wir geschaffen? physically speaking? Physisch gesprochen. Yes, we come out of our mother's womb, right? Wir kommen aus unserem Mutterleib hervor. Okay, so you have the womb, you're now created, right? Hier kommst du aus dem Leib heraus und hier wirst du jetzt geschaffen. And when man is created, he's created in the image of God, right? Und wenn der Mensch geschaffen wird, dann wird er im Ebenbild Gottes geschaffen. This is when he says, Thou art my beloved son, right? Das ist ja, wenn er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Okay, it says, Thou art the anointed cherub that covereth. Who's the covering cherub? Wer ist der gesagte Cherub? Well, in this case, Lucifer, but and it's true, right? So
So In you diesem Fall become war's the Luzi- anointed cherub right here, right? In diesem Fall war es ja Luzifer, aber hier werden wir zu diesem gesalbten Cherub werden. Right? Because the two anointed ones come to you, and when you receive that full anointing, you become the church in heaven. You become like them, right? Und diese zwei Gesalbten, die kommen ja zu dir und wenn du hier dann das Öl völlig bekommst, dann wirst du ja auch hier zur Gemeinde im Himmel, du wirst wie sie werden. What does Lucifer mean? Und was bedeutet der Name Luzifer? The light bearer, right? Der Lichtträger. So when you get anointed right here, you become the light bearer. Wenn du jetzt hier gesalbt wirst, dann wirst du dieser Lichtträger werden. It says, and I have set thee so thou was upon the holy mountain of God. The holy mountain, right? This is Mount Sinai, when you behold God's presence and your face shines like Moses. Das Right? ist also der heilige Berg hier, Berg Sinai, das ist Zion. Und wenn du jetzt Gott schaust und dein Angesicht deswegen von Herrlichkeit strahlt, Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. Now where's all character revealed? und wo wird jeglicher Charakter offenbart? Here, right? Am Mitternacht. This is where iniquity gets found in the anointed cherub, right? Hier wird jetzt Ungerechtigkeit in diesem gesalbten Cherub dann gefunden werden. So here, God's church is perfect, Hier ist Gottes Gemeinde perfekt, but here, iniquity is found, right? aber hier wird jetzt Ungerechtigkeit gefunden. Yes? Richtig? So something happens from this point that leads them away from God into this condition, right? Also etwas passiert dann von diesem Punkt, was sie von Gott hinwegführt und sie zu diesem Zustand hier bringt. And many people right here, what are they going to deny? Und viele Leute, was werden sie hier verleugnen? Their past experience. Ihre vergangene Erfahrung. And we know that Satan, when he comes to tempt you right here, he's going to tempt you to deny your past experience. Und wir wissen ja, dass wenn Satan hier zu dir kommt, dann wird er dich darin versuchen, deine vergangene Erfahrung zu verleugnen. What was he trying to get Christ to deny? Und was hat er versucht, Christus zum Verleugnen zu bringen? That he got anointed right here. Dass er hier gesalbt worden ist. He's just trying to get him to do the very thing that he did, right? Er versucht genau dasselbe mit Christus zu tun, was er selbst mal zuvor getan hat. So let's go to Ezekiel 16. Gehen wir jetzt zu Hesekiel 16. And David, if you can read verses 8 to 10, and then Fyodor verses 11 to 14, please. Hesekiel 16, Verse 8 bis 10 und dann die Verse 11 bis 14. Now when I passed by thee and looked upon thee, behold, thy time was at hand close, and I spread my skirt over thee, and covered thy nakedness yet. I swore unto thee, and entered into covenant with thee, saith the Lord God, and thou becamest mine. Then washed I thee with water, yea, I thoroughly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil. I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badger skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk. I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck, and I put a jewel on thy forehead, and earrings on thy ears, and a beautiful crown upon thine head. Thou wast, There was thou decked. wast, Decked. thus wast thou decked, with gold and silver, and thy raiment was of fine linen, and silk, embroidered work. Thou didst eat fine flour, and honey, and oil, and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into a kingdom. And thy renown went forth among the heathen for thy beauty, for it was perfect through my comeliness which I put upon thee, saith the Lord. So when Lucifer was created, right, he was perfect, right? Als Luzifer geschaffen worden ist, war er perfekt. And it was his beauty that deceived him, right? Es war seine Schönheit, die ihn verführt hat. Okay? So we can see that this illustration here
Also wir können jetzt hier in dieser Darstellung Folgendes sehen, It's God's church, right? dass es über Gottes Gemeinde spricht. And what does he do for his church in this Und illustration? was tut er für seine Gemeinde in dieser Darstellung hier? He washes away the blood, right? That's the sin. Er wäscht das Blut hinweg, das ist die Sünde, Puts a crown upon her head, setzt eine Krone auf ihr Haupt covers her in this beautiful garment, und kleidet sie mit diesem schönen Gewand, anoints her, salbt sie, enters into covenant with her, tritt in den Bund mit ihr ein and she prospered into a kingdom. und sie gedieh dann in ein Königreich. So when the Jews came out of Egypt, right, what did it mark? Als die Juden aus Ägypten kamen, was markierte das? The birth of a kingdom, right? Die Geburt der hebräischen Nation eines Königreichs. Okay, so you can see all those things mark this point, right? Also all diese Dinge hier sehen, wie sie an diesem Punkt markiert sind. You become this beautiful kingdom and the whole earth is going to know about it, right? It says. Das schöne, wunderschöne Königreich werden und die gesamte Welt wird darüber dann Erkenntnis bekommen. Okay. Das sagt es. You become this light bearer, right? Du wirst dieser Lichtträger werden. Okay. Now, just go to these last two quotes. Jetzt lass uns noch zu diesen letzten 2 Zitaten kommen. It says, Lucifer was created perfect, but there came a time when iniquity was found in him. The prophet declares, by the multitude of thy merchandise. What's the ships of Tarshish? What do they represent? Also durch die Menge deiner Handelsgeschäfte und wofür stand nochmal Tarsis? Merchandise, Die right? ganzen Handelsgeschäfte. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore will I cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Last paragraph. Letzter Satz. God is sending warnings to his people, that they may be kept from strange and what? Forbidden things. Right? Also, Gott sendet diese Warnung, dass sein Volk von den fremden und verbotenen Dingen bewahrt sind. So this work here of building sanctuaries and schools and restaurants and health food things in the cities, right, is to have no selfish worldly policy. Also das Werk hier Schulen und Sanatorien und Restaurants und so weiter aufzubauen, das war ein Verbot, da selbstsüchtige weltliche Führungsweise hineinzubringen. Do we have a living illustration of this? Haben wir dafür eine lebendige Darstellung? Kellogg. Kellogg. Kellogg was, she likens him unto Satan. She says the Satan was the one personally working upon Kellogg's mind, right? In White vergleicht Kellogg mit Satan. Und sie sagt sogar, Satan persönlich hat am Verstand von Kellogg gearbeitet. Okay? And Kellogg was this head man in this industry of building sanitariums, right? Und Kellogg war ja dieser Hauptleiter, der im Aufbau dieser ganzen Sanatorien beschäftigt war. And he brought in worldly policy instead of sticking and trusting in God, Und right? er hat weltliche Politik, weltliche Führungsweise reingebracht, anstatt sich an Gott festzuhalten. This was the alpha apostasy. Und das war der Alpha-Abfall. And he's teaching us about the omega apostasy. Und das lehrt uns dann über diesen Omega-Abfall. So it's teaching us about how Satan fell because he coveted things that he should not have coveted, right? Das lehrt uns dann, wie Satan gefallen ist, weil er letztendlich Dinge begehrt hat, nach denen er nicht begehren sollte. It says, commercial plans are often laid and presented that will, if accepted, lead to the deception and confusion of the church. They are presented as something which will prove a great blessing to the work. This effort to press commercialism into the work as something that will be of great service, an instrument of divine provision for the rapid advancement of the work. What does she say about how does the work go forward here? Wie geht das Werk hier vorwärts?
rapidly, yes. She says the work advances rapidly. Das Werk geht an sich hier schnell vorwärts. Okay. Will be a great service, an instrument of divine provision for the rapid advancement of the work. Is a deception which threatens to ensnare just a few souls. Droht nur ein paar Seelen zu verstricken. No, many, right? Nein, viele. Even now, many are in danger. There are few who realize the evil that is working, yet these plans are surely the temptations of the enemy and will prove ruinous to the spiritual experience of those who accept and follow them. Their purpose is to divert the minds of men and women from present and essential duties. What's the work of this temptation to do? Was ist hier die Führung zu tun? To divert the minds away from the work, right? Die Verstände wegzuführen von dem eigentlichen Werk. So Jonah, he got deceived, right? He got on the wrong ship. Jona ist verführt worden und er ist aufs falsche Schiff gegangen. Therefore, he didn't do the work that was set before him, right? Deswegen hat er nicht das Werk getan, das vor ihm gesetzt wurde. Praise the Lord that God had some mercy upon Jonah, right? Preis den Herrn, dass der Herr dort Barmherzigkeit mit Jona hatte. Okay, so you can see there's much we have to learn from bringing all these things together, right? This neglected work, it's because of commercialism, because people's hearts are more interested in their temporal cares than doing the work, the self-denying work of God. Wir können also sehen letztendlich, dass das Werk deswegen hier vernachlässigt werden wird, wegen diesem Kommerz, weil Leute mehr interessiert sind in ihrem zeitlichen Wohlstand, als in das, was der Herr möchte. And the fact that the Lord reveals this to us tells us that we're very close to getting through this time period, right? Und die Tatsache, dass der Herr das jetzt hier uns offenbart, bedeutet, dass wir kurz vor dieser Zeit dann stehen. He's warning us. Er warnt Don't uns, forget this, what he's telling you, or what we're being told right here, right? er warnt uns, vergiss ja nicht, wovor du hier gewarnt bist. Amen? Amen. Okay, let's... Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, I thank you that there is no limit to your promises. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass dort keine Grenzen deinen Verheißungen gesetzt sind. Please help us today to exercise faith Hilf uns heute, den Glauben auszuüben and trust you when difficulties confront us. und dir zu vertrauen, wenn Schwierigkeiten uns begegnen. And please give us understanding in temporal as well as in spiritual matters. Und bitte gib uns Verständnis, sowohl in zeitlichen als auch in geistlichen Dingen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.